RTS with indirect control is finally back. Sieht auf den ersten Blick wie ein neues Warcraft RTS aus, möchte aber ein geistiger Nachfolger von Majesty aus dem Jahr 2000 sein, welches dank indirekter Einheitensteuerung auf ein noch völlig unverbrauchtes Konzept setzt. Heute daher alles Bekannte zum bereits im Oktober startenden Lesaria Fantasy Kingdom Sim in eurer Zocker-Lounge. Enough! What are you all babbling about? I am your king, and this is an order! An order! Sorry, wo is mijn hamer? En wat mis hem dan? Mit Lesaria haben wir schon das zweite Spiel dieses Jahr, welches das Spielkonzept von Majesty in die Gegenwart überführen möchte. Denn auch Crown of Greed verfolgt diesen Ansatz, was etwas kurios ist, da es über 20 Jahre nichts in diesem Bereich gab. Jedenfalls Crown of Greed haben wir uns hier im Juni bereits genauer angeschaut, Link zu dieser Preview daher oben im i. Bevor wir also über Lesaria reden, müssen wir uns nochmal kurz ins Gedächtnis rufen, was Majesty einst war. Majesty, The Fantasy Kingdom Sim, erschien ursprünglich im Jahr 2000 und wurde dabei als RTS vermarktet, war es aber im Grunde nicht. Denn alle Einheiten im Spiel hatten einen freien Willen, konnten also nicht direkt von euch gesteuert werden, sondern mussten stattdessen durch Gold animiert werden, für euch die Drecksarbeit zu erledigen. Also quasi eine Simulation eures alltäglichen Berufslebens oder so. Unter der Prämisse schlüpft ihr hier in die Rolle des Königs des Fantasy-Reiches Ardania und werbt mit viel Geld um Helden, die dann für euch Monster aus dem Weg räumen, für was es dann auch Gold gibt, während ihr Gebäude baut, Steuern eintreibt und vor allem darauf achtet, nicht pleite zu gehen. Wer das aus nostalgischen Gründen nochmal rauskramen möchte, bekommt den Titel bei meinem Partner Instant Gaming für 11,70 € in eure Steam-Bibliothek gespült. Alle anderen können den nicht gut gealterten Titel aber auch einfach auslassen. Mit einem Kauf über meinen Partnerlink unterstützt ihr dabei diesen Kanal, gilt aber auch für alle anderen Spiele anyway. Nachdem wir das geklärt haben, können wir uns jetzt aber Lesaria widmen, welches überhaupt kein Geheimnis daraus macht, wo die Idee zum Spiel herkommt und das daher direkt im ersten Satz erwähnt. Somit ist es auch in Lesaria eure Aufgabe, ein Königreich mit dem nötigen Kleingeld zu errichten, Helden für die Drecksarbeit zu bezahlen und hey, natürlich nicht pleite zu gehen. Dabei möchte man aber keine reine 1:1 Kopie mit moderner Grafik erstellen, sondern auch viele angestaubte Mechaniken erneuern, weswegen vor allem das Kampfsystem überarbeitet wurde und sich Helden jetzt in Truppen gruppieren lassen, welche ihre einzigartigen Fähigkeiten im Kollektiv besser ausspielen können, indem ihr zum Beispiel Fernkämpfer mit Nahkämpfern kombiniert. Ganz grob startet ihr in eine Partie mit eurer Burg und lasst zunächst einen Holzfäller für Baumaterial und erste Wohnhäuser für eure Untertanen errichten. Danach folgen Gebäude wie eine Baracke, um erstes Militär auszubilden bzw. anzuwerben, um euch zu verteidigen bzw. Aufträge annehmen zu können, die dann in der Regel lauten wie Töte Monster X an Position Y, um Z Gold zu erhalten. Mit den ersten erfolgreichen Aufträgen und dem somit erhaltenen Sold baut ihr an eurer Siedlung weiter, errichtet Mauern und Abwehranlagen und werbt um immer teurere Helden, die dann aber auch immer mehr drauf haben, um schwerere Aufgaben zu erledigen und so weiter. Grafisch scheint man sich dabei sehr an Warcraft 3 zu orientieren, was zum einen sehr vertraut wirkt, mittlerweile aber auch schon ein Stück weit angestaubt ist. Lesaria soll schon am 20. Oktober auf Steam starten, ob im Early Access oder komplett ist noch nicht bekannt. Wer möchte, kann außerdem schon jetzt in die Demo reintesten und sich selbst ein Bild vom ungewöhnlichen Spielkonzept machen. In diesem Sinne, frohes Zocken, schaut euch wie gesagt auch mal das ähnliche Crown of Greed an und bis zum nächsten Mal. Well, welcome to Lesaria, Your Majesty.